Oh yes! Halli, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ganz spannend. Wenn man über sein Handy aufnimmt und alle Notizen am Handy hat, muss man oldschool wieder einmal zu einem Blatt Papier greifen. Und zwar, falls ihr diesen Kanal noch nicht kennt. Eigentlich mache ich Motorradvideos, Vlogging und ähnliche Themen. Und ja, Motorradfahren ist nicht unbedingt das umweltschonendste und definitiv auch nicht das nachhaltigste, aber es ist halt einfach ein Hobby und es macht Spaß. Aber ich finde dennoch, wenn wir Entscheidungen, was unsere Zukunft angeht, treffen müssen, so wie zum Beispiel bei mir gerade die neue Anschaffung eines Fahrzeugs, sollte man definitiv alle Möglichkeiten abwägen, die es gibt. Nachdem ich in jedem Fall ein Nerd bin und alles, was mit Technik, IT und so zu tun hat, liebe, kommt natürlich ein Tesla für mich immer in Frage, weil es für mich einfach das fortschrittlichste, Achtung, nicht polarisieren, einfach friedlich darüber nachdenken, Fahrzeug ist, was möglich ist. Einfach, wenn man das Infotainment-System benutzt, einfach wie eine Karte reagiert, wie es zoomt. Das war vor 5 Jahren, glaube ich, wie das Model 3 rausgekommen ist, schon einfach brillant und allen überlegen. Und ich finde es ist für mich noch immer eines der einfachsten Bedienkonzepte. Man hat ein einfaches Menü, die Karte zoomt schnell, alles funktioniert soweit gut. Ich habe wieder mal nachgedacht, ein Model 3 zu kaufen. Und ich habe das tatsächlich auch schon beim ersten Model 3. Ich war tatsächlich einer der Vorbesteller hier in Europa, die sich eins reserviert hatten und bin aber in letzter Sekunde abgesprungen. Damals habe ich mir einfach gedacht, es wäre ein zusätzlicher Klotz am Bein, besonders weil wir primär Langstrecke fahren, dazu gerne später und noch zu meinem Fahrprofil. Aber die Ladeinfrastruktur war noch nicht so gut, genau wenn ich Leute besuche, dass man dort vor Ort einen Lader hätte und auf dem Weg mit den Superchargern und der Zeitverzögerung, ich fahre gerne mal 4 Stunden am Stück, ist das alles ein bisschen problematisch. Aber man muss sagen, auch das erste Model 3 Long Range in seiner ersten Version habe ich mir extra damals für ein Wochenende ausgeborgt gehabt, kann 400 Kilometer am Stück nonstop fahren bei Tempo 130. Und das ist auch was ganz Interessantes, wenn man zum Beispiel sagt, der Autopilot bei Tesla ist limitiert auf 140. Man muss sagen, Tesla hat die genaueste Geschwindigkeitsangabe, die ich überhaupt kenne. In der Regel würde ich sagen, du kannst 10 km/h laut Tacho drüber fahren und bist ungefähr im Toleranzbereich. Letzten Endes summa summarum netto 2-3 km/h schneller und kriegst keine Strafe. Wenn du das bei einem Tesla machst, wirst du auf jeden Fall eine Strafe bekommen, weil quasi, ich würde sagen, 140 auf einem normalen Tacho sind 132, 133 bei einem Tesla. Habe ich damals auch so festgestellt und nachgemessen über GPS. Dementsprechend, das muss man einfach wissen, das sind so kleine Rahmenbedingungen. Aktuell, das ist mein aktuelles Fahrzeug, ein VW Scirocco, der eigentlich perfekt ist. Er ist tiefer gelegt, er ist spurverbreitert, er ist Blue Motion Technology, was damals so viel heißt wie, du kannst ihn echt auf 5,5 Liter fahren, das ist kein Stress. Ich bin mal nach Tirol Skifahren gefahren, bin auf 4,9 Liter gefahren, einfach von München hinten runter über Garmisch, Landstraße gemütlich, Autobahn 120. Geht wirklich auch, und wenn du einfach Stoff gibst, bist du irgendwo zwischen 7 und 9 Liter. Das ist auch voll in Ordnung. Genau, und deshalb ist es ein gutes Auto. Es hat knapp über 100.000 Kilometer, aber ich möchte einfach sicher gehen, dass ich auch in Zukunft ein super funktionierendes Fahrzeug habe. Und für mich sind 100.000 Kilometer so eine Grenze, die das Ganze schon langsam ein bisschen kritisch wirken lassen. Besonders weil er chipgetuned ist, besonders weil ich auch gern sportlich fahre, besonders weil ich ihn gerne auch ausdrehe. Und ihr kennt vielleicht meine Motorradvideos. Ich fahre auch gerne mit dem Auto dynamischer. Und dementsprechend wäre das vielleicht ein guter Zeitpunkt zu wechseln. Unser Fahrprofil an sich ist komplett atypisch, falls man das sagen kann. Also wir benutzen ein Auto in dem Wochenalltag gar nicht. Wenn wir einkaufen gehen, gehen wir zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad. Wenn wir in der Stadt was besorgen, benutzen wir die Öffis oder fahren mit dem Fahrrad, auch im Winter. Genau, wenn wir irgendwas sonst machen, was irgendwie erreichbar ist, auch im Sommer, genau, wenn wir hier irgendwie zu einem Badesee fahren oder so, fahren wir mit dem Fahrrad. Das Motorrad steht sogar schon rum und ihr könnt es raushören, das Auto steht auch rum. Das bedeutet, bei den 100.000 Kilometer bei meinem wunderbaren Scirocco habe ich leider sogar schon einmal die Bremsscheiben wechseln müssen, weil die leider angerostet sind. Dabei habe ich schon Erfahrungen in meinem Leben damit und versuche alle 2 Wochen zumindest gezwungenerweise mit dem Auto mal eine Runde zu fahren, aber es scheint leider noch immer zu wenig zu sein. Deshalb, ich habe jetzt auch wieder die Nachricht gekriegt, wahrscheinlich beim nächsten Service im Frühjahr, wenn der nächste TÜV fällig ist, muss ich die Scheiben hinten wieder wechseln, weil es tatsächlich angerostet war. Übel. Entsprechend, ihr hört schon raus, unser Fahrzeug steht eigentlich sehr viel. Dennoch fahren wir 20.000 Kilometer im Jahr und das ergibt sich vor allem dadurch, weil wir halt spontane Wochenendtrips machen. Mal in die Dolomiten wandern, mal zum Gardasee,
mal zum Como-See, mal nach Österreich, mal nach Wien Freunde besuchen, mal nach Graz Freunde besuchen, mal nach Düsseldorf, mal nach Frankfurt. Einfach so und dann kommen halt am Wochenende einfach 1.000 Kilometer drauf. 52 Wochen hat das Jahr, machst du 20 gute Wochenendtrips, hast du 20.000 Kilometer. Genau, also Pi mal Daumen ergibt sich die Distanz bei uns so. Genau, wenn wir eine Fahrradtour machen, fahren wir halt mit dem Auto hin und mit dem Dachträger drauf und den Fahrrädern. Dementsprechend eine längertägige Fahrradtour, wo wir irgendwo ans Ziel fahren. Dementsprechend, wir benutzen unser Fahrzeug absolut gar nicht auf Kurzstrecke, sondern nur auf Langstrecke. Ihr seht schon, kann definitiv auch ein Problem werden mit einem Tesla, weil eines meiner letzten Projekte war zum Beispiel auch in Erfurt und es hat schon Tage gegeben, weil ich primär remote gearbeitet habe, wo ich einfach in der Früh hingefahren bin, 3 Stunden, 5 Uhr aufgestanden, 3 Stunden nach Erfurt, 8 Uhr Dienstbeginn, ganz normale 8 bis 10 Stunden dort gearbeitet und danach ins Auto gesetzt und zwischen 10 und Mitternacht am Abend war ich wieder hier und das geht halt nur, wenn du in Zeiten fährst, wo die Straße frei ist und du einfach schön Geschwindigkeit machen kannst in Deutschland und wenn du ein Fahrzeug hast, wo du einfach an die Tanke fahren kannst, es voll tankst, bisschen Stoff gibst und solide, seriös einfach wieder die Strecke fährst. Für alle, die es nicht wissen, München-Erfurt sind doch 400 Kilometer und dementsprechend, ja, ist das eine weite Strecke. Für ein Elektroauto bei Tempo 150 bis 170 nicht möglich, würde ich wahrscheinlich sagen, am Stück. Ganz knapp vielleicht, aber ich glaube nicht. Eine kleine Anmerkung hier bei mir beim Schneiden noch. 400 Kilometer ist halt eine Distanz, wo sich eine konstante, schnellere Geschwindigkeit super krass auswirkt. Bedeutet, wenn du um 5 Uhr aufstehst, die Straßen frei sind, du einfach Tempomat auf 170 setzt und du einfach Kilometer machst, kannst du eine Stunde gut machen bei 400 Kilometer. Dementsprechend fährst du 3 Stunden für 400 Kilometer. Das ist halt etwas, wo sich kein Tempolimit und freie Straßen positiv auswirkt auf Langstrecke. Wenn du diesen Benefit quasi eintauscht durch Elektroauto, Akku und Laden, rendiert sich leider nicht. Dann der Punkt Kosten. Ich finde schon, ich habe jetzt wirklich ein Auto, das sehr wenig Sprit verbraucht. Es ist flach, es ist windschnittig, er ist auch von der Größe her nicht zu groß. Und was man sagen muss, im Sprit, genau, ich habe ein Chip-Tuning durchführen lassen, alles eingetragen, alles legal. Und der Race-Chip hat quasi auch eine Eco-Funktion, wo man eben sogar die Gasannahme regulieren kann, dass er weniger Sprit verbraucht. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein neues Auto kaufen wollen würde, würde ich ein Auto kaufen wollen, das bestenfalls weniger Sprit verbraucht und allerbestenfalls Elektro wäre. Aber es ist echt schwer, ein Fahrzeug zu finden, eigentlich, das weniger als 5,5, 6,5 Liter verbraucht, weil das ist das, würde ich sagen, was ich so fahre. Genau, ich fahre, wenn ich Autobahn fahre, auch echt gern einfach 140 Tempomat oder ich fahre gern 150 Tempomat und dann kommt er irgendwie so auf 6,4, 6,8 Liter raus und das ist voll tiefenentspannt. Da ist auch schon der Punkt, wir haben hier bei uns in München keine Ladestation. Es gibt öffentliche Lader in der Nähe, wo aber die Stunde bestenfalls 60 Cent kostet aktuell. Und wenn man über Supercharger-Netzwerk lädt, ist das aktuell auch irgendwo zwischen 55 und 60 Cent pro Kilowattstunde. Und das bedeutet wirklich, wenn ich die Kosten quasi für eine Tankfüllung aktuell mit wenig Spritverbrauch bei dem Fahrzeug und den Stromverbrauchskosten von einem Tesla Model 3 gegenüberstelle, dann bin ich quasi auf Null. Bedeutet, ich würde nicht wirklich sparen, für mich jetzt, wenn ich ein Elektrofahrzeug fahren würde. Dementsprechend kommen natürlich noch die Neuanschaffungskosten, bla bla bla, höhere Versicherung etc. Kommt alles dazu. Wäre alles teurer unterm Strich. Aber für mich wären vor allem die aktiven Verbrauchskosten auf Daily-Basis wichtig, ob man da sparen könnte. Nein, in meinem Szenario würde ich es nicht. Wenn du jetzt ein Auto hast, das 8 bis 12 Liter verbraucht, gibt es wohl noch. Genau, würdest du sparen. Man darf auch nicht außer Acht lassen, ich habe jetzt ungefähr 160 PS versus 370, 380 bei einem Tesla. Das ist für mich voll klar und natürlich gibt es kein Auto mit 370 PS, das so einen geringen Spritverbrauch hätte wie ein Tesla oder so einen geringen Kilometerverbrauch wie der Tesla, ist für mich voll klar, aber ich brauche auch keine 380 PS Daily. Ich finde wirklich, die 160 PS auf das Fahrzeuggewicht von dem Scirocco passen wirklich perfekt. Dann ist man auch schon wieder bei den Ladefunktionen und Lademöglichkeiten. Jetzt würde ich sagen, ich und meine Freundin, sind relativ flexibel, können uns das zeitlich gerne einteilen, aber wie wir schon gesagt haben, wir planen quasi Trips gerne von Freitag bis Sonntag oder Afterwork.
Und dementsprechend muss das Fahrzeug da vollgeladen sein. In der aktuellen Situation, bei meinen Eltern gibt es keine Lader vor der Haustür. Sie haben auch kein Haus. Bei vielen von meinen Freunden gibt es keine Lader vor der Haustür. Und wir haben hier Lader, aber es werden auch immer viel mehr Elektroautos in der Umgebung bei uns. Und dementsprechend sind die Lader auch oft, und wir sind auch nicht die absolut durchgeplantesten Menschen. Bedeutet, bei uns kann Freitagmittag jemand auf die Idee kommen und sagen, hey, dieses Wochenende zelten oder hey, dieses Wochenende Fahrradtour in Tirol oder hey, wir gehen wandern morgen in den Dolomiten. Und wenn das Fahrzeug da nicht vollgeladen ist, hast du ein Problem, weil du fährst los und musst direkt mal irgendwo auch laden und eine Pause machen. Und ja, das geht relativ schnell, 25 Minuten, würde ich sagen, auf 80%. Aber genau, ist es ein wirklich starker Supercharger? Wird es gut geladen? Wie weit musst du fahren? Machst du Pause? Kommst du ans Ziel? Musst du vorm Ziel nochmal laden, weil es vor Ort vielleicht keine Lademöglichkeit gibt? Einige Probleme, die da auf einen zukommen. Und dementsprechend muss man sagen, das würde einfach eine erhöhte Vorbereitung, mehr Plan für das Leben bedeuten, was man durchaus schaffen kann, muss einem aber bewusst sein. War für mich noch nicht der Showstopper. Und dann gibt es noch einen super wichtigen Grund, hört man, finde ich, echt selten und ich habe mich auch echt schlau machen müssen, um drauf zu kommen. Man findet es aber auf der offiziellen Tesla-Seite. Ein Tesla hat ohne diesen Wächtermodus einen Idle-Verbrauch von ca. 1% am Tag. Jetzt habe ich ein paar Leute gefragt, die einen Tesla haben, die haben gesagt, kann auch mal 2-3% sein. Also das scheint wohl ein dynamischer Prozess zu sein, wie viel Energie das Fahrzeug gerade braucht, was es tut, wie oft du es über das Smartphone aufwächst, ob sich vielleicht was in der Software aufgehängt hat, ob es ein Update zieht. Natürlich ganz normal. Aber man muss auch einfach klar sagen, unser Wagen, der wenig benutzt wird im Alltag, steht da draußen und verbraucht keinen Strom, verbraucht keinen Sprit. Er steht da einfach. Wenn ich ihn heute fahre und volltank und in 2 Wochen wieder einsteige, habe ich nicht 14% weniger, bestenfalls, sondern ich habe genau 100% Akku weiterhin. Und das ist schon eine tolle Sache. Und das muss man auch für so wenig Fahrer wie uns quasi im Hinterkopf haben, weil es hat ja keinen Sinn, wenn ich versuche, nachhaltig zu sein und für saubere, luftfreiere Innenstädte sorgen möchte, wenn ich einfach da ein Auto draußen stehen habe, das im Idle Strom verbraucht, ergibt das für mich halt wirklich gar keinen Sinn. Und dann kam dieser eine Grund bei uns, der die Entscheidung unterm Strich eigentlich super easy, straightforward gemacht hat. Und zwar, kein Witz, hört sich absurd an, man findet eigentlich auch nur was darüber, wenn man danach sucht und man weiß es sonst gar nicht. Deshalb, ich hoffe, das hilft vielleicht dem einen oder anderen. Tesla verbaut aktuell keine Ultraschallsensoren bei seinen Fahrzeugen und hat ein Prinzip, das nennt sich Tesla Vision Only. Bedeutet, sie wollen über die Kameras so gut sein und alle Parksensoren ablösen, die ein normales Fahrzeug verbaut hat und dementsprechend auch Distanzwarnungen in allen Richtungen geben können. Also wie weit ist die Wand weg, wie weit ist ein Objekt weg, wie weit ist der Randstein weg, wie weit ist hinter dem Fahrzeug ein anderes Fahrzeug weg zum Beispiel. Aber man muss unterm Strich sagen, es funktioniert absolut ganz und gar nicht. Hat zumindest bei uns den Eindruck bei der Probefahrt so hinterlassen. Und man kann an diesem Video zu einem neuen Video. Und in diesem Video gucken wir uns einfach, wow, oder auch an diesem Videoausschnitt auf jeden Fall erkennen, dass es Probleme gibt. Und ich finde, Parksensoren sollten natürlich genau dort helfen, wo ich nicht hinsehe. Das heißt, wenn ich jetzt rangiere auf einem Parkplatz nach dem Wandern und da ist irgendwie ein Baumsockel und es sieht den nicht und ich habe für 3.000 Euro die Frontschürze abgerissen, Problem. Und wenn ich eine Distanzangabe von 80 Zentimetern bekomme, aber ich habe nur noch 10 Zentimeter vor mir, Problem. Und deshalb war es großartig und es war reines Glück, dass wir noch drauf gekommen sind. Wir haben nämlich eine zweite Probefahrt mit meiner Freundin gemacht und wir wollten einfach von diesem Tesla-Parkplatz runterfahren und das Fahrzeug hat die ganze Zeit Stopp geschrien und gesagt, vor uns ist ein Hindernis. Und meine Freundin ist eine sehr gewissenhafte Fahrerin, ausgestiegen, geschaut. Natürlich, da war ein leerer Parkplatz. Da war absolut nichts von uns. Aber der Sensor oder das System hat die ganze Zeit geschrien, es wären hier Probleme und es wäre ein Hindernis und man stoßt an, man stoßt beim Fahrzeug links an, man stoßt beim Fahrzeug rechts an. Es war ein halber Meter so ungefähr. Es war leider absolut unbrauchbar. Nachdem wir in der Stadt wohnen und keine Garage vor unserer Haustür haben, aber ich würde wirklich sagen, es ist einfach grundessentiell, dass ein Fahrzeug verlässliche Distanzangaben gibt, wenn man ein- und ausparkt, weil ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge von mir schon Parksensoren hatten, aber es ist quasi
gerade noch nicht so weit, dass das Motorrad Parksensoren hat. Spaß, aber so eine Super Adventure ist wirklich breit manchmal. Nachdem du sie umgekippt hast, denkst du dir: „Gut, dass ich noch 5 Zentimeter habe.“ Das ist ein Problem und das ist wirklich richtig übel. Meine persönliche Einschätzung, alle Videos, die ich im Netz gesehen habe, bestätigen das. Die meisten, die darüber reden und objektiv berichten, ob es funktioniert, sagen eigentlich, es funktioniert nicht. Ich habe dieses Feedback natürlich auch mit Tesla geteilt, weil ich denke immer nur, Feedback ist das Einzige, woran man sich verbessern kann. Dementsprechend habe ich das schriftlich zusammengefasst und wurde tatsächlich angerufen. Und ja, man hat mir gesagt, man arbeitet dran und es wird in Zukunft sicher noch deutlich besser werden. Aber ich habe quasi auch ein anderes Video gesehen, wo einfach relativ sachlich und auch mit Skizzen beschrieben wurde, dass quasi die einzige Kamera nach vorne raus, ich hoffe, das steht jetzt auch, eigentlich eine Kamera oben hinter dem Spiegel ist. Und dementsprechend schaut die quasi vorne über die Motorhaube runter und ergibt quasi einfach einen toten Winkel unter dem Fahrzeug, wo es einfach nicht hinsieht, wo es für mich aber logischerweise für alle, glaube ich, am wichtigsten wäre. Dementsprechend ist das Fahrzeug dort aktuell blind. Keine Ahnung, wie man diese Daten ausgleichen möchte. Laut einigen Newsartikeln, die sehr aktuell sind, wird von seitens Tesla wohl sogar darüber nachgedacht, wieder Sensoren einzubauen, um das auszugleichen. Aber ja, die Geschichte war wohl absolut absurd im Sinne von, es hat vor einem Jahr, 1,5 Jahren echt Leute gegeben, die haben ein Fahrzeug gekriegt, wo die Software noch gar nicht bereit war. Die hat quasi gar nichts angezeigt. Das heißt, du hattest keine Bugsensoren und die Kameras konnten auch nichts auswerten. Das heißt, du hast einfach wie 1970. Es hat circa ein halbes Jahr gedauert, bis die erste Software rausgekommen ist, irgendwie dann in dem Frühjahr. Und dementsprechend wird daran gearbeitet, ja. Aber wenn es einen toten Winkel gibt, den die Kameras einfach nicht abdecken können, dann wird man das nie schaffen. Was wohl gut ist zu wissen, auf der Rückseite gibt es eine Kamera, also die Rückfahrkamera, die gibt es von Haus aus dort. Dort scheinen die Distanzangaben relativ verlässlich zu sein, aber genau das Problem ist die Vorderseite. Und ja, besonders bei einem neuen Auto, wenn du die Distanzen und die Abmessungen noch nicht so kennst, brauchst du Parksensoren, die auf Zentimeterangabe verlässlich sind. Ich fahre zumindest danach, das klappt super gut. Und dementsprechend könnt ihr das, glaube ich, auf jeden Fall nachvollziehen. Ich hätte gern erzählt, es wäre einfach ein wirklich vernunftbasierter Grund, dass ich dieses Fahrzeug nicht brauche und dass es noch nachhaltiger ist, mit meinem alten Fahrzeug zu fahren und die Batterie und was auch immer. Aber letzten Endes muss man ehrlich sagen, es war nur die Geschichte mit dem Parksensor. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich eins geholt. Ich will unter dem Strich auch hier sagen, für mich ist es wirklich eines der geilsten Fahrzeuge da draußen. Durch den niedrigen Schwerpunkt, den Allradantrieb, das Handling. Ihr müsst euch das neue Modell anschauen. Also der Innenraum, wow. Auch im Verhältnis zum ersten, da hätte man noch sagen können, hey, das ist Plastik, das sieht nicht so top aus und das Lenkrad irgendwie billig, eher amerikanisch vom Stil. Aber das Neue ist wirklich geil. Ich würde sagen, Rauleder, anständige Hupe, einfach schön verarbeitet. Ich habe mich echt irrsinnig wohl gefühlt. Also wenn es das Auto in der Größe eines Scirocco's geben würde, mit Parksensoren, wäre das auf jeden Fall ein Hit. Aber ich habe auch gehört, Tesla arbeitet an einem Model 2. Dementsprechend könnte das dann was werden. Aber wer weiß, vielleicht brauche ich ja bis dahin auch ein größeres Auto. Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es ist wieder mal was anderes, aber es ist was Aktuelles und ich dachte mir, teile das gerne, weil das quasi meine Erfahrungen mit dem eigentlich sehr tollen Fahrzeug sind. Ich denke auch, Tesla wird das verbessern, wird vielleicht was Neues verbauen und wird das auf jeden Fall. Ich glaube, was allgemein auch sehr wichtig ist zu wissen, die aktuellen Fahrzeuge in Deutschland, die so rumfahren, die elektrisch betrieben sind, sind 2%. Das heißt, 98% der Autos da draußen sind echt noch immer Verbrenner. Das heißt, ja, Neuzulassungen irgendwie bei 30%, aber der Elektroautobonus fällt ja zu einem großen Teil weg. Für Selbstständige ist es schon weggefallen. Dementsprechend, ich glaube, das wird wirklich übel in den nächsten Jahren. Dementsprechend, wie der Absatzmarkt ist, ob die Leute weiter Elektro kaufen, ob sie sich einen Klotz ans Bein aktuell hängen wollen, weil es ist ja trotzdem die Problematik mit Ausbau der Infrastruktur. Was ist wirklich mit all den Leuten, wenn hier in der Umgebung einfach jeder Dritte ein Elektroauto hat, dann müsste quasi auch jeder dritte Parkplatz ein Elektroparkplatz sein. Und der Wandel, also dass das irgendwie so parallel gut funktioniert, der Ausbau der Infrastruktur und der Absatz des Marktes, das wird sehr spannend. Das war es auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Man sieht sich bald und noch ein paar Review-Videos. Ich arbeite eigentlich hart an mir, 2 Videos die Woche rauszuhauen, aber ich habe wirklich hart zu kämpfen, ein Video die Woche zu produzieren aktuell. Es ist ein bisschen Herbst, es wird früh dunkel, bisschen Laziness und so. Deshalb macht es gut, bis bald, haltet die Ohren steif. Fahrt vorsichtig, falls ihr noch Moped fahrt. Servus.